Hallo liebe Freunde, ganz herzliche Grüße und herzlich willkommen zum Weekly Update. Hello dear friends, welcome and best regards to the beginning of this edition of the Weekly Update. Und ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr reingekommen. And I hope you had a good start into the new year. Mit Vision, mit Freude und auch mit einer klaren Perspektive für das, was Gott vorhat. With vision, joy and a clear perspective of what God wants to do through you. Und auch wenn es nicht so ist, möchte ich dir einfach sagen, du bist geliebt vom lebendigen Gott. And even if it's not the case, I still want to tell you are loved by the living God. Und er hat etwas Besonderes für dich vorbereitet. And he has something very special prepared just for you. So, und ich habe spezielle Gäste hier im Studio. And I've got a very special guest here in the studio. Zuerst Tina Pompe, meine Übersetzerin. Well, Tina Pompe, the translator. Und dann Caro Hohnecker. And Caro Hohnecker. Und sie ist psychologische Psychotherapeutin. Genau. And she's a psychological psychotherapist. Und sie war oft mit uns unterwegs bei den Decke des Schweigens Seminaren. And she's been with us on many of the Veil of Silence seminars. Und es ist nicht nur, weil sie eine besondere Familiengeschichte hat. And it's not just because she's got a very special family history. Sondern natürlich auch, weil sie fachlich was zu sagen hat. But because she is very much an expert on this. Und die Decke des Schweigens Seminare, die führen wir schon seit 2013 durch. And we've been holding these Veil of Silence seminars ever since 2013. Und ich denke, inzwischen Tausende haben dort zugehört und ist ihnen gedient worden. And I think thousands have listened to it, have been there at the seminars, and they've been very much ministered to. Aber was mich wundert, ist, dass dieses Thema überhaupt noch nicht zu Ende ist. But what I've been really surprised to see is that this topic is not finished yet by far. Und große Zeitungen schreiben über die Familienwahrheit und wie man diese Familienwahrheit eben entdecken kann und dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. And even large newspapers write about family truths and how important it is to take a look at the true family history. Und sie sprechen eben auch darüber, wie eben sich Dinge übertragen können von Generation zu Generation. And they also write about how things can be passed down through the generations. Wie Ängste sich übertragen können. How fears can be passed down. Traumata können sich übertragen. Even traumas can be passed down. Und ich habe auch darüber geschrieben, wie sich eben Schweigen übertragen kann. And as I've written in my book, even silence can be passed down. So, das ist der Generationentransfer oder, aber es hat einen anderen Namen. Wie wird das genannt nochmal? Es gibt so einen wissenschaftlichen Ausdruck. This is the transgenerational transfer, right? But tell us the true scientific name. Ja, also transgenerationaler Traumatransfer würde man das so im Fachjargon bezeichnen. Well, in expert language, it is transgenerational trauma transfer. Und mittlerweile haben auch Psychotherapeuten herausgefunden und viele medizinische Forscher, And by now, many of the medical researchers and psychotherapists have discovered dass durch schwere Traumatisierung epigenetische Veränderungen erzeugt werden können. that heavy traumatization can cause Genetische? epigenetic changes. Das heißt also, ich habe schwere traumatische Erfahrungen. So that means that I have maybe a very difficult traumatic experience. Und das macht etwas in mir. And that changes something in me. Und hier. Well, here. Und das wird übertragen auf die Kinder und Enkel. Das And then kann this übertragen werden, is ja, passed wenn ich down nichts to damit the mache. children and grandchildren. Yes, that can be passed down unless I do something about Und it. was kann da übertragen werden? Well, what can be passed down? Die Reaktion, wie ich mit Stressfaktoren und traumatischen Erlebnissen in meinem eigenen Leben umgehe, verändert. So it's the response, the reaction I show to stressful experience, to traumatic experience. Das kann in der nächsten Generation eben zu Defiziten führen im Umgang mit Stress und belastenden Lebensereignissen. And that can again cause stress and deficits in the following generation in dealing with that traumatic experience. Und es kann bei den Kindern und Kindeskindern zu psychischen Störungen führen. And the children and grandchildren, they can have mental disturbances through Das heißt, es wird eine Veranlagung vererbt, So it's actually a disposition that's then passed on die in bestimmten Situationen aufbricht that will suddenly come up in certain situations. und mein Verhalten bestimmt. And that will determine my actions. Kann das so sein, dass ich dann als Kind, als Enkel Empfindungen habe, die eigentlich mein Großvater gehabt hat? Ängste oder Erfahrungen ich auf einmal in mir wiederfinde? Ja, So das- is it possible that I, as a child or grandchild, might suddenly feel something that actually was something my grandfather should or could have felt, and I find that in my own life? das kann sehr gut sein, dass ich eine Unsicherheit in meinem Leben empfinde, die ich mir überhaupt nicht erklären kann. Yeah, it's very well possible that I feel a certain insecurity, for instance, that I couldn't explain coming from my Oder own life. eine sehr heftige Angstreaktion, Or maybe I have a very specific and very
a powerful and strong response of fear. Bei Auslösern, die das gar nicht normalerweise erzeugen würden. With triggers that actually wouldn't warrant such a response at all. Jetzt haben wir ja sehr oft bei uns auf den Decke des Schweigens-Seminaren eben Leute, die sagen, ich habe Ängste, ich habe Vorstellungen, ich habe in mir Störungen, die ich so empfinde, die mit meiner eigenen Biografie eigentlich gar nichts zu tun haben. Und denen das sehr hilft, dass wir sagen, man muss eben über die Familienwahrheit sprechen. And so oftentimes when we have the Veil of Silence seminars, we have people who come and say, I have fears, I have got ideas and images I see, I've got feelings and thoughts that I cannot explain with my own biography. And then it's very helpful for them when we tell them, well, it's important to take a look at family history. Would you see that? Auf jeden Fall. Das erleben wir immer wieder bei den Decke des Schweigens Seminaren, ja, dass manchen richtig ein Licht aufgeht, warum sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen. Absolutely. Many, many times when we have the Veil of Silence seminars, we do experience that suddenly people like realize something and it's suddenly all logical to them when we explain to them all these processes. Und das Interessante ist, das möchte ich auch nochmal zu den Zuschauern sagen, dass es eben nicht etwas Deutsches ist, sondern wir erleben das ja in allen Nationen. And the very interesting thing, and I would like to tell you in the nation who are watching this, it's not something just for Germans, but we find this wherever we go. So die Generationsübertragung, die gibt es eben bei Holocaust-Überlebenden, die diesen Schmerz und die Traumata übertragen auf die zweite und dritte Generation. So this transgenerational transfer can, for instance, also take place with Holocaust survivors who pass their pain, their traumas, even down to the second and third generation. Oder aber eben in jeder anderen Nation, dort wo eben traumatische Erfahrungen erlebt worden sind. Or in any other nation that has been through traumatic experiences. So, wir haben Seminare durchgeführt in Polen oder auch in der Schweiz, in Österreich, in Amerika. We've had seminars in Poland or in Switzerland, Austria, even in the United States. Oder in Lateinamerika auch. Or for instance in South America. Und überall ist das gleiche Phänomen. And we find the same phenomenon everywhere. Und das Interessante ist, dass eben der erste Schritt, das ist die Wahrheit auszusprechen und die Decke des Schweigens zu zerbrechen. So the interesting thing is that the first step is always to break the silence, to speak the truth. Und da hast du natürlich eine besondere Familiengeschichte. Well, and at this point you've got a very special family Das ist story, kein right? Zufall, dass wir hier zusammensitzen. So it's no coincidence that we are sitting here like Kannst du this. erzählen, wie du das erlebt hast? Could you share how you experienced it? In meinem Leben war das so, dass ich ganz lange Zeit mit Kindern überhaupt nichts anfangen konnte. Well, in my life for a long time, I just did not know what to do with children. Ich war oft sehr genervt und ärgerlich über Kinder. Many times I was really annoyed with children. Hatte einen richtigen Groll in mir. There was a real anger in me. Und den konnte ich mir nicht erklären, weil eigentlich fand ich die ja süß. And I just could not explain this because I thought they were quite cute. Und vor ungefähr einem Jahr hat meine Tante mir etwas sehr Spannendes erzählt. And about a year ago, my aunt actually started sharing something very interesting. Und zwar, dass meine Großmutter eine Aufseherin war in einem Kinderlager in Polen. And she told me that my grandmother had been a ward in a children's concentration camp in Poland. Und in diesem Lager waren bis zu 20.000 Kinder untergebracht. And that was a camp for up to 20,000 children. Und Hunderte sind im Monat gestorben, weil sie verhungert sind. And every month, hundreds died because of starvation. Weil die Wärter das ganze Essen gegessen haben. Because the wardens and the guards, they ate all the food themselves. Und grausam zu diesen Kindern waren. And they were Sie cruel to einfach the haben sterben children. lassen. They just allowed them to die. Und ich habe auf einmal realisiert, dass genau diese Härte gegenüber Kindern And all of a sudden I realized that this same hardness towards children die meine Großmutter dort erlebt hat und vielleicht auch selber in sich getragen hat, that my grandmother had experienced there or had even carried in her own heart, in mir drin steckt. it was right in me. Und dieses Jahr oder 2018 bin ich dorthin gefahren, an diesen Ort in Łódź. And last year, in 2018, I went to that place, to Łódź. Ich habe mich damit beschäftigt, war an dem Denkmal. I was thinking about it. I went to the memorial. Und ich war so tief getroffen und innerlich zerbrochen And I was so touched, so deeply struck inside, und konnte mich dort nur beugen. Wir sind dort niedergekniet, haben geweint und geweint und geweint. that I could only humble myself, repent. We knelt down right there and we wept and wept and wept. Und in dem Moment ist über mir eine Härte zerbrochen. And in that moment, a hardness broke over my life.
Das ist eine erschütternde Geschichte. And so this is a deeply moving Und ich story. bin so dankbar, dass du das erzählst. And I'm so grateful that you were able to share Und it. das eine ist, dass es natürlich in dir innerlich was macht. And of course, the one thing is what it does inside you. Aber das zweite ist, es gibt dir auch eine Motivation, dass du darüber sprichst. But the other thing is it gives you motivation to talk about Warum it. sprichst du darüber? So why are you talking about this? Weil das für mich mein Leben verändert hat, dass ich die Wahrheit angeschaut habe. Because for me, it changed my life. The fact that I took a look at the truth. Und ich sehe das sowohl in Psychotherapie als auch in der Seelsorge, And I can see that both in psychotherapy Das ist- and in counseling. dass es gravierende Zusammenhänge gibt zwischen dem, was unsere Vorfahren getan haben und dem, was wir heute erleben. There is this crucial connection between what our ancestors did and what we live today. Vielen Dank, dass du darüber sprichst. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ein Schlüssel ist für viele, die hier zuschauen. So thank you very much for sharing about this. And I do believe it's a key for so many who are watching. Und man könnte noch viel, viel mehr hören darüber. And of course, we could talk a lot more about this. Aber das ist die Motivation, warum wir die Decke des Schweigens-Seminare einfach nochmal neu aufbereiten und an vielen Orten neu durchführen werden. But this is actually the motivation why we are completely refurbishing the Veil of Silence seminars to hold them again in so many places and to invite people to join. Wir haben von so vielen von euch und von Ihnen gehört, dass wir diese Decke des Schweigens-Seminare einfach halten sollen und wie sie mehr Material darüber hören können. And so many of you have written to us and contacted us asking us to continue the Veil of Silence seminars and asking for material how to work through the So, ihr könnt family uns path. anschreiben und wir können euch das zusenden. And so you're welcome to write to us and we'll send it to you. Und wenn du ein Decke des Schweigens-Seminar an deiner Stadt oder an deinem Ort durchführen möchtest, dann schreib uns einfach. And if you too want to hold a Veil of Silence seminar in your city, in your area, simply write to us. Und wir freuen uns, von dir zu hören. And we'll be so happy to hear from you. Bis zum nächsten Mal. Ciao. See you again next time. Bye bye.